Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge Felix wird fast wahnsinnig. Dann weiß ich es jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Willkommen zum zweiten Teil von Felix baut seine Bohrmaschine mega krass episch um. Zieht euch auf jeden Fall Teil 1 rein. Achtung, Spoiler. Im ersten Teil haben wir schon die Säule vergrößert für die Bohrmaschine, dass wir viel mehr Platz haben. Geil, ey, das Ding ist riesig jetzt. Hammer. Und uns um das größte Problem gekümmert. Entspannt. Der Tisch ist viel zu schwer und musste motorisiert werden. In Part 2 kümmern wir uns um die ganze Elektronik. Boah, Mann, das nervt, ne? Es wird emotional, diese Folge, das sage ich euch. Warum mache ich das eigentlich alles? Wir starten aber mit der Befestigung der Bohrmaschine an der Bohrmaschine, denn die habe ich bisher nur in der Hand festgehalten. Das ist natürlich kein dauerhafter Zustand. Let's go, viel Spaß, ab in die Werkstatt. Ich habe hier noch so fette Aluklemmen. Damit kann ich bestimmt was machen. 1, 2, 3. Oh, yes. Das ist doch schön massiv. Supermassive Stability Stuff. So, erstmal gucken, ob es passt. Oh, es ist jetzt schon mega massiv, obwohl es nicht mal richtig festgeschraubt ist. So, jetzt kann die Maschine hier reingehangen werden. Aha. Und hier verschlossen werden. Okay, jetzt kann man hier den Tisch hoch und runter fahren. Irgendwie ist es das nicht. Das ist so wuchtig und so fett. Und das Blödste, dieser Vorwärts-Rückwärtsgang, der ist so, der ist einfach so voll schwergängig. Ich meine, ist jetzt keine große Sache, aber es nervt irgendwie. Da muss noch was Besseres geben. Das ist es nicht. Freunde, ich hatte die ganze Zeit noch oben in der Wohnzimmerwerkstatt einen Akkuschrauber. Der funktioniert noch, da funktioniert aber nur noch der zweite Gang und das Futter ist komplett ausgenudelt. Ich habe da mal irgendwie was kaputt gemacht. Also ich benutze das Ding eigentlich nie. Ob das kleine Ding das schafft, gucken wir jetzt. Boah, das wäre so geil, wenn das ausreichen würde. Weil der ist super leicht und klein, kompakt. Der finale Test, Freunde. Okay. Alter. Alter, geil. Ist natürlich ein bisschen langsamer, aber es ist so viel leiser und irgendwie viel einfacher. Es ist so klein und handlich. Ey, das reicht mir voll von der Geschwindigkeit. Das reicht. Ich baue jetzt noch diese Halterung ein bisschen um und dann läuft das, Leute. Woo! Fertig und jetzt ist das wie ein Teil. Hammer. Let's go. Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso fährt der Tisch nicht mehr hoch? Nein, Leute. Alter, das darf nicht wahr sein. Geil. Schau mal hier, die Welle. Die darf sich gar nicht drehen. Wenn ich jetzt festhalte, dann fährt der Tisch hoch. Geil, ey, ich hätte mir das ganze Ding mit den Kugellagern sparen müssen. Ich habe gedacht, die muss sich drehen. Okay, egal. Ich nehme unten das Kugellager einfach raus. Es ist ein kleines verhextes Projekt hier. Aber so lernt man dazu halt. Zack, so. Kugellager ist draußen. Was auffällt, die Akkus, die sind schon ein bisschen älter und schwach. Gucken, ob ich noch ein Netzteil habe. 12 Volt, 2 Ampere. Mal gucken, ob es reicht. Und zack, so schnell hat man wieder eine Bohrmaschine. Die nicht funktioniert. Die zuckt irgendwie ein bisschen. Vielleicht ist hier noch irgendeine Elektronik drin, die jetzt Stress macht. Mal gucken. Aha. Hier unten ist so eine Elektronik für den Akku. Die überbrücken wir mal und gucken, ob wir dann mehr Erfolg haben. In diesem Sinne, willkommen zu einer neuen Folge Explodieren oder Funktionieren. So, muss man natürlich schön aufpassen hier. Nee,
Scheiße, funktioniert wieder nicht. Okay, dann nehme ich die Elektronik jetzt doch mal komplett raus. Ich habe alles vom Strom. Hä? Check ich nicht. Wieso geht das nicht? So, letzter Versuch. Ich gehe jetzt mal direkt an den Motor. Wieso will er das nicht? Boah, nervt das, ey. Nochmal das Netzteil durchmessen. Da kommen 12 Volt an. Ganz wunderbar. Okay, letzte Möglichkeit. Ich versuche jetzt nochmal den Akku auseinanderzubauen und da quasi die Zellen abzuklemmen und da den Strom direkt in die Elektronik zu packen. Also wenn es dann nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Denkt dran, Leute, das sind alles keine Empfehlungen, die ich hier mache. Oh, seht das auf jeden Fall nicht hier so als so ein Nachmach-Channel. Der sieht ja komplett spacig aus. Okay, mal schauen. Sieht man jetzt alles nicht so gut, aber die Akkus sind jetzt quasi abgeklemmt. Jetzt gehen wir mit dem 12 Volt direkt in die Elektronik rein. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt mal. Ich brauche mal ein Erfolgserlebnis. Wäre einfach so cool, diesen Akkuschrauber noch so ein zweites Leben zu geben hier. So, mal schauen, ob sich schlagartig meine Laune ändern wird. Es muss jetzt gehen. Dachte Felix zum 1.000.000. Mal. Es passiert gar nichts. Dann weiß ich es jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Boah, Mann, das nervt, ne? Warum mache ich das eigentlich alles? Wieso kaufe ich nicht einfach irgendeinen Motor? Immer noch das gleiche Problem. Er zuckt hier nur so rum. Ich hasse das gerade so sehr. Alter, ich check es sowas von nicht, ne? Ich habe noch irgendwo so ein richtig fettes Netzteil. Das ist voll übertrieben, aber ich probiere es jetzt einfach aus. Ja, hier, so ein Ding. Das hat 12 Ampere. Ganz ehrlich, ich dachte, ich schließe das kurz an und dann hat sich das erledigt. Aber da habe ich mich wohl dezent getäuscht. Alter, ey. Jetzt, wenn es jetzt geht, ne? Boah, das wäre so geil, ey. Einstecken. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Es war einfach das Netzteil. Oh. Ich kann mich gerade gar nicht freuen, weil es so eine Tortur war, an diesen Punkt zu kommen, ne? Ich wette, jetzt funktioniert das auch, wenn ich das einfach an den Motor halte. Oh. Nee, das hat nicht funktioniert. Boah, Alter, Schrauben rein. Ich glaube, es wird ein Dreiteiler, Freunde. Alter, wie viel ich heute machen wollte, ne? Jetzt ist das Ganze angeschlossen. Zack, hier rein. Deckel drauf. Festgeschraubt. Mal den Tisch anfahren. So. Das war jetzt voll der Riesenrückschlag. Ich muss jetzt erstmal damit umgehen. Aber raucht es hier raus jetzt? Ey, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Freunde, ihr seht, ich bin auch mal mega genervt, gereizt und habe keinen Bock mehr auf die Projekte. Aber ich weiß, der Bock kommt wieder und ich muss sagen, es funktioniert schon mega gut. Also die Geschwindigkeit ist völlig in Ordnung. Es wird nichts warm, es qualmt auch nichts. Ich habe gestern einfach irgendwelche Halluzinationen gehabt. Die Priorität ist jetzt, diese ganze Stromgeschichte zu regeln, denn so kann das nicht bleiben natürlich. Und was ich mir auch überlegt habe, ich möchte diesen ganzen Bauraum unter der Maschine frei haben. Heißt, dieser Akkuschrauber soll hinten angeschlossen werden und von vorne über ein Panel gesteuert werden. Die ganze Elektronik soll in einen Case bzw. in diese Holzkiste, die passt noch, das ist eine Ikea-Schublade. Die werde ich jetzt ein bisschen umbauen, dass die ganzen schönen Sachen da reinpassen. So, das kann schön trocknen. Jetzt baue ich noch einen Deckel für die Seite. Ja, ich habe eine neue Kappsäge, Freunde. Es ist ein Monster.
So, ich habe jetzt alles zusammengebaut und jetzt sieht das wunderschön aus und zwar so. Ich bin sehr zufrieden mit diesem kleinen Schnuckelduckel. Es soll hinterher neben die Bohrmaschine als kleines Control Panel kommen. Ich glaube auf die linke Seite, ungefähr dorthin, weil die rechte Seite, da ist dieser Griff im Weg. Genau. Guck mal, das sieht wirklich sehr schön aus. Fettes Lüftungsgitter an der Seite. Ich hätte es auch grün machen können, aber ich finde das ein ganz schöner Kontrast mit dem Blau. Muss ja nicht immer alles grün sein. Jetzt verdrahten wir alles. Ihr habt gerade vielleicht schon gesehen, diesen Schalter hier. Damit möchte ich den Tisch hoch und runter fahren lassen. Das heißt, ich muss nochmal den Akkuschrauber aufmachen. Meine Lieblingsbeschäftigung, ihr wisst es. Denn hier an dem Schalter kann man ja den Vorwärts- und Rückwärtsgang einschalten. Ich nehme an, die Polarität ändert sich ja hier nur. Das muss ich jetzt irgendwie mal rausfinden, ob ich das dann mit diesem Schalter hier verbinden kann. So, ich bin jetzt vor den Schalter gegangen quasi. Dreht nach links. Wenn wir das jetzt wechseln, die Polarität, müsst ihr nach rechts drehen. Perfekt, und genau da bauen wir diesen Schalter zwischen. Endlich geht mal was. Leider habe ich eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar muss ich dieses Netzteil auch noch installieren irgendwo. Habe ich gar nicht mehr kalkuliert. Baue jetzt einfach hier so einen Holzklotz drunter und dann schraube ich das da dran. Und wenn ich dann noch Bock habe, dann male ich das blau an. Aber es ist mir gerade alles völlig egal. Es dauert so lange, diese ganze Kabelei. Ich würde sagen, es sind 50% aber schon erledigt. Sagen wir 30. Gut. Das ist so aufwendig, es ist heftig. Ich bin so gespannt, ob es funktioniert. Es hat so lang gedauert. Okay, alles sicher. Alles sicher. Sicher. Geil, es läuft alles. Und hier müsst ihr jetzt den Akkuschrauber mit steuern können. Rechtslauf, Linkslauf. Yes! Oh mein Gott! Yeah! Alter, ich glaub's nicht. Oh Gott, ist das geil! Dieser Kasten hier ist ganz schön klein für alles, aber es hat gepasst. Und eine Info auch noch zu diesem Kasten. Der ist innen schwarz lackiert und dann noch mit so einem Kontakt-Plastikspray auch nochmal isoliert von innen. Das heißt, wenn sich jetzt mal irgendwelche Kabel theoretisch wirklich lösen, kann eigentlich nichts passieren. Hier liegt keine Spannung an und alle Metallteile sind geerdet am Ende. Oh mein Gott, es ist eine Schönheit. Jetzt muss ich noch irgendwie hier unten was drüber machen und diesen Holzklotz, keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Bevor ich den Kasten jetzt anbauen kann, will ich jetzt noch den Akkuschrauber befestigen. Und da ich den jetzt gar nicht mehr bedienen muss von vorne, möchte ich den auf die Rückseite machen hier. Den Griff brauche ich auch nicht mehr, das heißt... Das hat Spaß gemacht. Jetzt noch die Halterung ändern, diese Teile müssen wieder ab. Jetzt kann ich meinen Motor einbauen. So. So, jetzt kommen wir endlich zur alten Elektronik.
Damit ich das ganze Ding auch an der Bohrmaschine befestigt bekomme, habe ich hier unten so eine Einschlagmutter befestigt. Ja, also eingebaut quasi. Da bohre ich jetzt noch das entgegengesetzte Loch. Und zwar durch diesen Träger hier durch. Jawohl. Ah, Gott, oh Gott. Freunde, alle Komponenten sind fertig. Zusammenbau. Ey, wie fett sieht das aus, bitte? Jetzt Motor verkabeln. Kommt noch eine Abdeckung drüber. So. Safe. Geil. Jetzt habe ich noch 2 Kabel hier. Eins ist für einen Schalter, den will ich auf dieser Seite installieren. Das ist übrigens nur ein 5 Volt Signalkabel, Freunde. Diesen Frequenzumrichter aktiviert man auf diesen kleinen Knopf hier. Das ist mir aber ein bisschen zu klein gewesen, deswegen habe ich ihn halt extern gelegt und hier auf so einen fetten Button gelegt. Jetzt kommt da noch so eine kleine Kabelkette dran hier, einfach mit dem Magnet dran geschnackert. Richtig geil, ich wollte schon immer so eine Kabelkette mal verwenden. Freunde, das Teil ist eine Schönheit! Freunde, es ist vollbracht. Jetzt der Test. Das Hochfahren könnte ein bisschen schneller sein. Man merkt, der kleine 12 Volt Akkuschrauber kommt an seine Grenzen. Aber ich meine, was soll ich sagen? Ich habe diesen Akkuschrauber nie benutzt. Jetzt hat er eine Aufgabe und kann da noch ein bisschen gequält werden, bis ich ihn dann austauschen werde. Freunde, ein Wahnsinnsprojekt, so viel mechanische Sachen im ersten Teil, jetzt die ganze Elektronik. Das ist wirklich ein wunderschönes Projekt. 1, 2 Kleinigkeiten will ich noch ändern, also ich hoffe, ihr habt Bock auf den dritten Teil. Ich gehe jetzt allerdings erstmal ein bisschen in eine Sommerpause, das heißt, es wird erstmal kein Video geben. Aber Freunde, ich möchte in Zukunft ja mehr Videos machen, ihr wisst es, und ich bin schon sehr dankbar über euren Support bei Patreon. Wenn ihr Bock habt, unterstützt mich bei Patreon. Ich will, dass das hier wirklich mein Beruf wird, mein Job wird. Und Patreon ist auf jeden Fall eins dieser Standbeine, die ich brauche, um das zu realisieren. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die schon da sind. Es ist unglaublich, wie viele es mittlerweile sind. Irgendwie 140, 150 Leute. Und es hilft mir schon wahnsinnig weiter. Macht euch einen schönen Sommer und wir sehen uns vielleicht auf dem Maker Fair in Hannover. Tschüss. Heftigen Übergang noch zum Schluss. Okay. Was machen wir denn diesmal? Fällt gerade irgendwie nichts ein.